Hallo liebe YouTuber und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal The Warmaster 77. So, heute werde ich euch zeigen, wie man Mac OS X 10.5.2 auf einen Windows 7 Rechner installiert, aber auf einer virtuellen Maschine. Ihr seht hier schon meine virtuelle Maschine mit VmWare Workstation. Und erstmal zum Beweis, dass es auch echt haargenau dasselbe ist wie das richtige Mac. Habt ihr hier schon mal oben die Leiste, was natürlich noch kein richtiger Beweis ist, aber ich denke mal, der aussagekräftigste Beweis wäre hier unten dieser Trichtereffekt bei einer Minimierung eines Programmes im Dock. So, Moment. Gut, und klack. So. Und dann nochmal öffnen. Klack. So, ich hoffe, es reicht euch als Beweis. Wenn nicht, ja, ich weiß nicht. Ich kann euch einfach nur sagen, dass es das Richtige ist. So, gut, dann hätten wir das jetzt schon mal geklärt. Dann werde ich die jetzt erstmal schließen. Und ich habe hier jetzt gerade mein Windows 7, habe ich aber so aufgepackt wie Apple. Also es ist, sieht man auch hier, die Ampelbutton sind auf der anderen Seite. Ja, ich habe mir halt so ein Dock geholt, wo das so ähnlich ist wie bei Mac, aber halt das Öffnen geht nicht so wie bei Mac. Also ich habe jetzt hier erstmal Windows 7, das geschickt hat. Aber ich habe die Original-CD von Snow Leopard. Aber um das auf einer virtuellen Maschine zu installieren, braucht man dafür eine gefakte Version, also einen Crack. Und dazu holt ihr euch Kalyway 10.5.2 für Intel und AMD. Also falls ihr die beiden Prozessorkerne nicht habt, dann ist das schon mal ein Problem. Ich werde euch keinen Link in die Description machen, weil dann wird dieses Video hier gelöscht auf YouTube, weil das ist ja halt illegal. Okay, dann braucht ihr noch VmWare Workstation, wie ich es hier habe. Und ja, wenn ihr das installiert habt, startet ihr das Ganze. Dazu gehe ich jetzt mal auf meinen Main Desktop. So. Dann startet ihr das. Und ja, geht hier auf File, New, Virtuelle Maschine. Und ja, also geht auf Typical Recommend, also dass es empfohlen ist, so, next, und dann sagt ihr, I will install the operation system later, also dass ihr das Betriebssystem später installiert, geht auf next, und dann auf jeden Fall other and other, weil wenn ihr das nicht macht, dann hat er Voreinstellungen für das Betriebssystem und das ist halt bei Kalyway nicht möglich. Also ich nenne den jetzt mal ja, Mac OS 10.5.2. Sag mal Speicherort D. Okay, Virtuelle Maschine. Okay. So, gut, da mach ich's rein. Next. Und ja, jetzt nehmt ihr euch die Größe eurer Festplatte. Ich mache jetzt mal, nur weil es ein Tutorial ist, mache ich mal nur 15. Auf meinem anderen habe ich 25. Okay, dann geht ihr auf Customize Hardware, weil ihr wollt ja auch viel Speicher auf dem. Macht jetzt mal 1024 oder ihr könnt auch 2048, ist jetzt nur für ein Tutorial. Und halt Prozessorkerne. Ich nehme gerne 2 Core Prozessor. Okay. Dann geht ihr hier und wählt eure Use ISO Image File und sucht euch dann eure Kalyway raus. So, öffnen. Okay. Und dann drückt ihr auf Finish. Ja, und das ist jetzt eigentlich total einfach. Ihr startet die Maschine, da ihr ausgewählt habt, mit welchem ISO ihr es installieren wollt, startet er jetzt die ISO auch automatisch. Ihr klickt einmal auf das FM und drückt eine beliebige Taste und jetzt, ja, konfiguriert er es erstmal. Ja, und dann könnt ihr auch schon anfangen mit dem Installieren von Mac.
Und ja. Ja. Es dauert eine Weile, aber nicht lange, also ist gleich fertig. Dürfte jetzt eigentlich gleich fertig sein. Machen wir eine Pause. Okay, dann sind wir hier jetzt wieder. Und jetzt wieder eure Sprache, also Deutsch. Und ja, jetzt wird erstmal kurz die Installation vorbereitet und wie ihr auf jeden Fall schon mal seht, das ist das Mac. Und ja, es geht auf Fortfahren. Bei Kalyway ist so eine eigene Lizenz, die einfach akzeptieren. Und ja, jetzt habt ihr hier kein Volumen, auf dem ihr das installieren könnt, weil Mac hat seine eigene bestimmte Festplattenvolumen und die wird halt von Windows 7 nicht genommen. Deswegen geht ihr unter Dienstprogramme oder halt Utilities, oder ihr habt ja auf Deutsch, deswegen Dienstprogramme, Festplattendienstprogramm. Und ja, dort wählt ihr dann eure Festplatte aus, die ihr gemacht habt. Und entweder geht ihr auf Partitionieren, da könnt ihr dann euch zwei Partitionen machen, dann habt ihr halt jeweils zwei Partitionen, auf denen ihr halt unterschiedlich was speichern könnt, aber habt halt, je nachdem was ihr angebt, halt weniger Größe. Und die Installation von Mac benötigt, glaube ich, 10 und deswegen würde ich das nicht machen. So, dann geht ihr nämlich auf Löschen, statt auf Partitionieren und wählt hier aus Mac OS Extended Generate und gibt dem einen Namen. Bei Mac ist das Macintosh HD. So. Und dann geht ihr auf Löschen. Löschen. Und ja, jetzt formatiert er diese Festplatte und erstellt dort eine Partition namens Macintosh HD. Hier ist sie schon. So. Dann könnt ihr das hier schließen. Wählt diese hier aus. Und geht auf Fortfahren. So. Bevor ihr jetzt auf Installieren geht, könnt ihr auf Anpassen gehen und dort noch auswählen, was soll installiert werden und was nicht. Ich mache jetzt mal überall die Haken rein. Ist nicht gerade nötig oder empfehlenswert, also es ist einfach nur also Speicherverschwendung, aber man kann es halt machen. Gut, jetzt das könnt ihr überspringen, weil es ist eine ISO, die kann ja keine Kratzer haben oder so und Kalyway hat auch keine Fehler in dieser Installationspack. Ja. Also wegen Kalyway, keine Sorge, dass ich da keinen Link reinmache, einfach auf Google gehen und einfach mal googeln Kalyway 10.5.2 Download und dann habt ihr da auch schon was zur Auswahl. Okay, das dauert jetzt so um die 20 Minuten und in der Zeit mache ich jetzt erstmal Pause und wir sehen uns dann wieder. Achso, nur um nochmal kurz zu zeigen, ca. 30 Minuten. Gerade war es 25 Minuten, keine Ahnung. Okay, wollte ich nur kurz sagen, machen wir Pause. Okay, da haben wir das jetzt und jetzt gehen wir auf Neu starten. So, und jetzt drückt ihr keine Taste, ihr lasst es einfach laufen. Gut, bei euch müsste es jetzt funktionieren. Wenn ihr dann soweit seid, dann habt ihr Mac auf eurem PC. Bis zum nächsten Mal.